Juli 1518 trat eine Frau auf eine Straße in Straßburg und begann zu tanzen. 6 Tage lang hörte sie nicht auf. Innerhalb eines Monats hatten sich 400 Menschen ihr angeschlossen. Einige starben an Herzversagen oder Schlaganfällen. Die offizielle Kur des Stadtrats bestand darin, Musiker zu engagieren und Bühnen zu bauen, damit sie noch härter tanzen konnten. Ihr Name war Frau Trophäa. Zeitgenössische Aufzeichnungen nennen uns ihren Vornamen nicht. Wir wissen nur, dass sie Mitte Juli erschien, allein in einer öffentlichen Durchgangsstraße. Sie begann sich zu bewegen. Zuerst sah es aus wie ein privater Moment der Freude oder Andacht. Aber sie ruhte nicht. Sie setzte sich nicht. Sie tanzte den Tag hindurch und in die Nacht hinein, 6 Tage in Folge. Kein Essen, kein Wasser, nur Bewegung. Straßburg litt bereits unter viel Druck. Eine Hungersnot hatte das Rheingebiet seit Jahren im Griff. Pocken gingen um. Die Bevölkerung war unterernährt und gestresst. Als Frau Trophäa nicht aufhören wollte, versammelte sich das Publikum. Innerhalb einer Woche hatten sich 30 weitere Menschen ihr angeschlossen. Sie wählten das Tanzen nicht, sie schienen dazu gezwungen. Bis Ende August war die Zahl auf 400 angewachsen. Die Straßen waren gefüllt mit Körpern, die sich in einem hektischen, unkoordinierten Rhythmus bewegten. Es war kein Fest, es war eine Gesundheitskrise. Der Stadtrat von Straßburg stand vor einem Dilemma. War es dämonischer Besitz, eine göttliche Strafe oder eine medizinische Erkrankung? Sie konsultierten lokale Ärzte. Die Ärzte wandten die galenische Medizin an, den damaligen Standard. Sie diagnostizierten bei den Erkrankten heißes Blut. In diesem Rahmen war die innere Hitze des Körpers übermäßig geworden, was die Muskeln zum Krampf brachte und den Verstand die Kontrolle verlieren ließ. Die logische Behandlung war nicht das Gebet, es war körperliche Anstrengung. Die Ärzte argumentierten, dass Tanzen helfen würde, die überschüssige Hitze aus dem Körper zu vertreiben. Der Rat stimmte zu. Ende Juli traf er eine Entscheidung, die heute absurd klingt. Sie engagierten professionelle Pfeifer und Trommler. Sie räumten den Kornmarkt und den Pferdemarkt, um offene Flächen zu schaffen. Sie bauten sogar eine hölzerne Bühne auf dem Hauptplatz, damit die Tänzer nicht über Trümmer stolpern konnten. Die Stadt bezahlte die Musik. Sie ermutigten die Erkrankten weiter zu tanzen. Die Logik war einfach. Wenn die Krankheit durch überschüssige Energie verursacht wurde, bestand die Kur darin, sie zu verbrennen. Die Kur verschlimmerte die Krise. Die Musik verstärkte nur den Wahnsinn. Mehr Menschen schlossen sich an. Das Tanzen wurde gewalttätiger. Zeitgenössische Chroniken behaupten, dass auf dem Höhepunkt 15 Menschen pro Tag starben. Moderne Historiker halten diese Zahl für übertrieben, aber die Todesfälle waren real. Menschen brachen vor Erschöpfung zusammen. Einige erlitten Schlaganfälle. Andere starben an Herzinfarkten. Die Straßen von Straßburg wurden zur Szene des Grauens. Die Leichen der Toten wurden weggetragen, während die Lebenden weiter tanzten. Die Intervention des Rats war gescheitert. Die Theorie des heißen Blutes hatte dazu geführt, Öl ins Feuer zu gießen. Anfang September begann die Epidemie zu verblassen. Der Rat änderte seine Taktik. Sie brachten die verbleibenden Erkrankten zum Heiligtum des heiligen Vitus in Saverne, einer Stadt in den Vogesen. Der heilige Vitus war der Schutzpatron der Tänzer. Der Glaube war, dass sein Fluch sie getroffen hatte und nur seine Absolution ihn brechen konnte. Pilger wanderten zum Heiligtum, sie vollzogen Bußrituale. Während sie beteten, hörte das Tanzen auf. Die Krise endete nicht mit Medizin, sondern mit Ritual. Die Stadt kehrte zur Normalität zurück und hinterließ ein Rätsel, das Historiker seit 5 Jahrhunderten beschäftigt. Jahrzehntelang machte die populäre Wissenschaft Ergotismus dafür verantwortlich. Ergot ist ein Pilz, der auf Roggen wächst. Er produziert Lysergsäure, einen Vorläufer von LSD. Ergotismus verursacht Halluzinationen und Muskelkrämpfe.
Aber Ergot verursacht kein koordiniertes Tanzen. Es verursacht Gangrän und brennende Empfindungen in den Gliedmaßen. Die meisten Historiker lehnen die Ergot-Theorie für das Ereignis in Straßburg ab. Die führende Erklärung heute ist die massenhafte psychogene Erkrankung. Auch Massenhysterie genannt, tritt dieser Zustand auf, wenn extremer Stress physische Symptome in einer Gruppe auslöst. Die Hungersnot, die Krankheit und die Angst vor dem Fluch des heiligen Vitus schufen einen perfekten Sturm. Der Geist produzierte eine physische Krise, aus der der Körper nicht entkommen konnte. Straßburg war kein isolierter Fall. Zwischen 1375 und 1518 gab es mindestens 7 ähnliche Ausbrüche in den Regionen Rhein und Maas, Aachen, Köln, Basel. Das Muster war dasselbe. Eine einzelne Person begann zu tanzen. Andere schlossen sich an. Die Behörden gerieten in Panik. Das Ereignis endete mit Pilgerfahrt oder Ritual. Der Fall Straßburg ist am besten dokumentiert, weil die Stadt detaillierte Aufzeichnungen führte. Er zeigt, wie eine Gesellschaft ohne moderne Psychologie versuchte, eine Katastrophe zu erklären, die sie nicht verstehen konnte. Sie nutzten die Werkzeuge, die sie hatten. Die Medizin scheiterte, die Religion gelang. Die Tanzpest war keine Krankheit des Körpers, sie war eine Krankheit des kollektiven Geistes. Wir leben in einer Ära rationaler Medizin. Wir haben MRT-Scans, Bluttests und psychologische Rahmenwerke. Doch die Mechanismen massiver Suggestion bleiben dieselben. Die Tanzpest von 1518 erinnert uns daran, dass der menschliche Geist zerbrechlich ist. Wenn Stress unerträglich wird, kann uns der Körper auf unerwartete Weise verraten. Das nächste Mal, wenn Sie eine Menge irrational handeln sehen, denken Sie an Frau Trophäa. Sie wählte das Tanzen nicht, sie konnte nicht aufhören. Und das konnten auch die 400, die ihr nachfolgten, nicht. Wenn dir Geschichten gefallen, die wahr sind und sich kaum glauben lassen, abonniere und schreib in die Kommentare, von wo du gerade zuschaust. Bis zum nächsten Mal.